Hallo liebe Modellbahner, im zweiten Teil zum Bau der EasyTrack-Anlage Teißensee wird es insbesondere um die Anwendung der Noch-Winterprodukte und die fertige Ausgestaltung der Anlage gehen. Im Bereich der Felswände werden die scharfen Farbkanten der vorbereiteten Schneefelder mit einem weichen Farbübergang versehen. Dazu tupfen wir mit einem Borstenpinsel und wenig weißer Farbe entlang der kantigen Schneekonturen. Der Untergrund der Anlage ist jetzt perfekt für den anschließenden Auftrag der Schneeflocken vorbereitet. Bevor der Schnee fällt, wird das komplette Gleisbett mit weißer Wandfarbe gestrichen. Nach einigen Minuten Trocknungszeit wird mit einem trockenen Borstenpinsel durch hartes Aufdrücken ungleichmäßig weiße Farbe von den Schwellen abgerieben. Mit einem Terraform-Stäbchen wird die Schienenoberfläche grob gereinigt. Ist die weiße Farbe vollständig abgetrocknet, werden die Schienenprofile mit einem schmalen, flachen Pinsel und rostbrauner Farbe eingefärbt. Die Oberfläche der Schienen sollten möglichst sofort danach mit einem Wattestäbchen und wenig Isopropanol-Alkohol gereinigt werden. Die bereits bei der Gestaltung von Schneewächten eingesetzte Mischung aus Montagespachtel und Weißleim soll auch bei der Gestaltung der verschneiten Passstraße eingesetzt werden. Die Mischung wird mit dem Spachtel auf die Straße aufgetragen und danach mit einem leicht befeuchteten Borstenpinsel geglättet. In die vorbereitete Straßenoberfläche werden mit einem Modellfahrzeug tiefe Fahrspuren in den Schnee eingefahren. Die nächste Aufgabe besteht darin, das Bachbett mit Gaskleber einzustreichen und zunächst grobe Steine zu platzieren. Es folgen kleinere Steine, die mit der Streudose in einem Löffel aufgestreut werden. Abschließend wird feiner grauer Schotter zwischen den groben Steinen eingestreut. Auf ein möglichst ebenes und stabiles Plättchen wird ein Stück Backpapier mit Pattex transparent aufgeklebt und die überstehenden Kanten mit der Schere entfernt. Das so vorbereitete Plättchen wird am Anlagenrand des Bachbettes angedrückt und mit Knetmasse am Rand befestigt und vollständig abgedichtet. Das Plättchen wird verhindern, dass Modellwasser am Anlagenrand austritt. Wassergel wird in das Bachbett eingegossen und mit einem Pinsel möglichst blasenfrei verteilt. Einige weitere grobe Steine können jetzt noch in das weiche Gel eingedrückt werden. Wir beginnen mit dem Einfärben des Seeuntergrundes. Die Acrylfarbe Blau und Schwarz werden nass in nass aufgebracht und durch Tupfen auf dem Seeuntergrund verteilt. Da der See im Winter eher dunkel erscheint, sollte nur wenig blaue Farbe verwendet werden. Dunkelblau bis schwarz ist für die Tiefenwirkung des Sees entscheidend. Ist der Seeuntergrund vollständig getrocknet, kann 2K Wassergel in den See eingegossen und möglichst blasenfrei mit dem Pinsel verteilt werden. Mit Wassereffekten gestalten wir die eingefrorene Wellenstruktur im Bereich der Tunnelöffnung. Die Wassereffekte werden nach dem Trocknen transparent. Das Aufbringen von Schneeflocken lässt die Schneeoberfläche besonders weich und realistisch aussehen. Zunächst wird in einem nicht zu großen Bereich Schneekleber mit dem Pinsel satt aufgetragen.
Die 2 mm Schneeflocken werden in den Behälter des Grasmasters eingefüllt und durch das engmaschige Sieb in das Klebstoffbett gegossen. Auch die Schneefelder in den Felspartien werden mit Schneekleber eingestrichen und mit Schneefasern versehen. Nach einem Tag Trocknungszeit muss die vollständig beschneite Anlage mit dem Staubsauger abgesaugt werden. Die folgenden Sequenzen zeigen, wie eine winterliche Tanne entsteht. Mit einem Pinsel wird noch Schneepaste auf zufällig gewählte Bereiche der Tanne rundum aufgetupft. Der Grasmaster wird mit der Schneefaser befüllt und die Gegenpolklemme am Stamm befestigt. Beim Beschneiden mit dem Grasmaster dringen die Schneefasern in die Schneepaste ein und werden dauerhaft fixiert. Die Tannen über Nacht trocknen lassen und danach durch Abklopfen von losen Schneefasern befreien. Mit Heißkleber werden die fertigen Tannen in die vorgebohrten Löcher eingeklebt. Im nächsten Arbeitsschritt wird gezeigt, wie die Ferienpension in ein tief verschneites Gebäude verwandelt wird. In den Mischbecher wird zunächst 30 Gramm Montagespachtel gegeben und dazu kommen 8 Gramm Weißleim. Die Mischung wird mit dem Spachtel unter Zugabe einer geringen Menge Wasser zu einem zähflüssigen Material verrührt. Wir beginnen, die selbst hergestellte Schneepaste auf dem Dach der Pension aufzubringen. Mit einem leicht feuchten Borstenpinsel wird die Paste verteilt und geglättet. Dabei schieben wir den Schnee als Überhang ein wenig über das Ende der Dachfläche hinaus. Bei richtiger Konsistenz der Masse bleibt sie am Dachende hängen und fließt nicht weiter herunter. Durch den beigefügten Weißleim verrundet der Überhang perfekt und wird dadurch sehr natürlich. Das komplette Hausdach wird mit Schneekleber eingestrichen und anschließend für eine perfekte weiße Schneedecke mit dem Grasmaster und den Schneeflocken beschneit. Geländer, Fensternischen und Treppenaufgang werden mit der noch Schneepaste vorbehandelt und ebenfalls mit Schneeflocken beschneit. Eiszapfen entstehen aus der Tube, indem die Öffnung am Dachanfang angesetzt wird und sehr langsam abwärts gezogen und dabei gleichzeitig Zapfenpaste aus der Tube gedrückt wird. Die Eiszapfen sind zunächst recht kräftig, sehen jedoch nach dem Trocknen klar und filigran aus. Die Pension wird mit Pattex transparent auf die Anlage geklebt. Auch der Bahnhof findet seinen endgültigen Platz auf der Anlage. Die Gebäudekante des Bahnhofs wird rundum mit Klebstoff eingestrichen und anschließend bringen wir Schneeflocken mit der Pinzette auf und verteilen sie mit einem Pinsel. Das Gebäude wirkt jetzt perfekt eingeschneit und realistisch. Am vorderen Anlagenrand gestalten wir das winterliche Bachbett. Mit einem Tropfen Heißkleber werden am Rand des Bachbettes Schilfpflanzen und Grasbüschel eingeklebt.
Auf die Wasseroberfläche wird zunächst Wassereffekte aufgebracht und mit dem Pinsel verteilt. Nach dem Trocknen erkennt man bereits eine gewisse Wellenstruktur auf der Wasseroberfläche. Im Uferbereich wird Eiskristallpaste mit dem Pinsel aufgetragen. Auch in der Mitte des Baches werden zugefrorene Bereiche mit der Eiskristallpaste gestaltet. Zuletzt wird das Produkt Schaum und Gischt mit der Eiskristallpaste gemischt und im Bereich der Steine aufgetupft. Diese Bereiche wirken jetzt eisig und sind zusätzlich mit ein wenig Schnee bedeckt. Vor dem Seekiosk wird ein Stangenzaun angebracht. Am Seeufer wird Schilf gepflanzt und lange Gräser mit einem Tropfen Heißkleber aufgeklebt. Bevor der Heißkleber erstarrt, wird der Grasbüschel ein wenig aufgefächert. Die bereits beim Bachbett eingesetzte Mischung aus dem Produkt Schaum und Gischt und Eiskristallpaste wird auch im gefrorenen Uferbereich des Sees verwendet. Der zugefrorene See soll mit einer leichten Schneedecke versehen werden. Dazu wird die Seeoberfläche zunächst mit Haft- und Fixierspray aus der Sprühdose angehaucht und danach eine geringe Menge Schneepulver durch ein feinmaschiges Sieb aufgestreut. Erneut wird mit Haft- und Fixierspray gesprüht und an zufälligen Stellen etwas dichtere Schneeverwehung aufgebracht. Rund um die Kirche entsteht ein Zaun mit Pfeilerelementen aus einer Struktur Hartschaummauer Granit. Mit Pattex transparent werden die Elemente auf die Schneeoberfläche geklebt. Schneereste auf einem Zaun, einem Geländer oder einer Bank lassen sich sehr einfach mit der noch Schneepaste auftragen. Natürlich müssen auch die Fahrzeuge eingeschneit werden. Dazu wird zunächst Haft- und Fixierspray aufgesprüht und darauf Schneepulver durch ein feinmaschiges Sieb aufgestreut. Dieser Vorgang wird wiederholt, bis die Schneeschicht ausreichend dicht und realistisch wirkt. Abschließend werden Schneereste auf der Frontscheibe mit einem harten, leicht befeuchteten Pinsel entfernt und das Fahrzeug durch Sprühen mit farblosem Mattlack versiegelt. Das Fahrzeug wird mit Pattex transparent aufgeklebt und der Bereich um die Reifen mit Schneekleber versehen. Mit der Pinzette werden Schneeflocken aufgebracht, mit einem feinen, weichen Pinsel entlang der Reifen verteilt und leicht angedrückt. Natürlich gehören auch schneebedeckte Bäume in die Winterlandschaft. Im folgenden Abschnitt zeigen wir, wie sie entstehen. Der Baumrohling wird mit Heißkleber auf ein Brettchen geklebt und von oben mit Sprühkleber eingesprüht. Anschließend wird Pulverschnee aus der Streudose auf die Äste aufgestreut. Eine weitere Behandlung mit Sprühklebern folgt und diesmal wird eine Mischung aus Schneepulver und Schneeflocken im Verhältnis 1:1 aufgestreut und abschließend ein wenig farblosen Mattlack aus der Sprühdose versiegelt.
Der Baum ist mit einer luftigen, filigranen Schneedecke versehen worden. Im Bahnhofsbereich wird eine Buche in ein vorgebohrtes Pflanzenloch eingeklebt. Die folgenden Szenen zeigen, wie winterliche Büsche entstehen. Zunächst werden die Büsche mit Heißkleber auf ein Brettchen geklebt und mit Acrylspray schwarz eingesprüht. Um etwas mehr Natürlichkeit in das Geäst zu bringen, werden die Büsche zunächst mit Acrylspray ocker und danach mit Grau seitlich angehaucht. Eine erste Schicht Sprühkleber wird von oben auf die Büsche aufgesprüht und die 1:1 Mischung aus Schneepulver und Schneeflocken aufgestreut. Diese Behandlung wird wiederholt, bis sich genügend Schnee auf den Ästen angesammelt hat. Abschließend versiegeln wir wieder mit einem matten Klarlack aus der Sprühdose. Das Ergebnis sind wunderschöne, feingliedrige und natürlich wirkende Schneebüsche. Mit der Pinzette wird der Busch in ein gebohrtes Pflanzenloch geklebt. Kleinere Naturbüsche und winterliche Grasbüsche sorgen zwischen den Felsen für Abwechslung. Am Bahnhof wird ein Reisender mit reichlich Pateks transparent auf die Schneefläche geklebt und anschließend werden feine Schneeflocken mit einem Pinsel im Bereich der Stiefel verteilt und angedrückt. Dieses kleine Detail sorgt dafür, dass Figuren nicht wie aufgesetzt wirken, sondern scheinbar im frisch gefallenen Schnee stehen. Vor der Pension wird fleißig Schnee geschaufelt, natürlich muss dazu auch die Schaufel mit Schneeflocken versehen werden. Give me five. Eine schöne Kinderszene lässt den Betrachter schmunzeln. Die beiden Skifahrer legen den Plan für die heutige Skitour fest. Wir hoffen, dass Ihnen die beiden Filmteile zur Entstehung der kleinen Winteranlage Teißensee gefallen haben. Das Thema Winter fasziniert schon immer den Betrachter und auch den Modellbauer gleichermaßen. Mit den einfach anzuwendenden Noch-Winterprodukten und den Tipps und Tricks aus dem Film sind auch Sie dazu in der Lage, eine wunderschöne Winterlandschaft zu erschaffen. Probieren Sie es einfach mal aus. Das Noch-Team wünscht Ihnen dabei gutes Gelingen und viel Freude.